Servus, ich bin's, der Philipp aus dem Pomadeshop, mal wieder hier in Ottobrunn. Und das heißt, ja, es ist Review-Zeit. Und heute zeige ich euch eine wasserbasierte, und zwar die Corleone Sticky Stuff Pomade. Die kommt, wie man es vielleicht auf der Dose schon sieht, es steht New York's Finest Barbers Stuff drauf. Heißt aber nicht, dass sie aus New York kommt, sondern sie kommt eigentlich aus Rotterdam, also aus den Niederlanden. Und der Barbershop dort heißt New York Barbershop. Ist ein bisschen verwirrend, aber ist eigentlich ein sehr bekannter, in den Niederlanden ein sehr bekannter Barbershop, der vor allem ja die Einrichtung so im Stil der 20er Jahre hat, aber auch immer wieder diesen, ja, wie der Name bei der Pomade schon hat, Corleone, so einen leichten, typisch Mafia-italienischen Stil hat. Genau, also es soll auch so ein bisschen sizilianische Mafia, so einen sizilianischen Mafia-Stil haben tatsächlich. Deswegen auch der Name Corleone. Und wie man hier im Hintergrund vielleicht sieht, sie haben auch einen Eau de Cologne. Und das ist ganz cool bei der Pomade. Die ist im Prinzip eigentlich eine recht, ja, unscheinbare, ganz Standard Gelpomade, hat aber einen relativ guten Glanz für eine wasserbasierte, das seht ihr aber gleich. Das Besondere bei der Pomade ist eben der Duft. Also der ist wirklich was Besonderes. Ihr habt hier einen sehr frischen, würzigen Duft, der an so ein, ja, wie soll man sagen, so ein ganz typisch klischeehaftes italienisches, abendliches, sommerliches Parfum oder Cologne oder Aftershave erinnern sollen. Also es ist tatsächlich schwer zu beschreiben. Ihr riecht da nicht irgendwie besondere holzige, würzige, fruchtige Noten raus, sondern es ist tatsächlich einfach ein sehr kompakter, einzigartiger Duft, der wirklich sehr sportlich, sehr frisch, aber eben auch sehr elegant ist. Also das ist wirklich, vom Duft her ist die Corleone hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal mit diesem Duft eigentlich. Und das Schöne ist, weil der Duft so beliebt ist, haben eben die Jungs von dem New York Barbershop in Rotterdam das Ganze eben auch als Eau de Cologne rausgebracht. Und das verwende ich dann auch noch gleich, weil ich das so schön finde. Und jetzt gerade im Sommer ist es ein absolut cooler Duft. Aber zurück zur Pomade. Genau, einfach klare, wasserbasierte Pomade, nichts Besonderes in dem Sinne. Und geht auch butterzart raus, das ist gar kein Thema. Sieht man ja, zieht leicht Fäden, ist aber vom Feeling her nicht viel Stickiness dahinter. Die heißt dann eigentlich in der Regel immer, dass es dann doch recht fest anzieht und relativ schnell anzieht, weil halt wenig Wachs drin ist. Das ist wirklich eine ganz klassische Gelpomade. Meine Haare sehen leicht feucht aus. Ich habe davor einfach ein bisschen Hairtonic benutzt, um es anzufeuchten, ist aber schon wieder relativ trocken eigentlich. Und dann schauen wir einfach mal. Also das Wilde bei der Pomade ist, die wird einmal komplett weiß und auch dann seht ihr eben, dann zieht sie Fäden. Einfach in die Haare rein und wie immer von allen Seiten einmal einarbeiten. Und die weißen Rückstände, die ihr jetzt seht, die gehen gleich beim Einarbeiten wieder raus. Man sieht es eigentlich jetzt schon, dass es wieder komplett weg ist. Merkt nur gerade, die Haare sind vielleicht ein bisschen zu trocken tatsächlich. Bei wasserbasierten Pomaden würde ich euch immer empfehlen, die Haare leicht feucht zu haben. Also egal wie lang oder kurz sie sind, bei rein wasserbasierten Gelpomaden immer leicht feucht, damit einfach das Einarbeiten ein bisschen geschmeidiger funktioniert und das Ganze dann auch ein bisschen mehr glänzt. Ich nehme jetzt erstmal einen relativ groben Kamm und kämme das Ganze einmal grob durch. Und man sieht, gut, es ist nur ein Slickback, aber man sieht, es hält schon spitze. Und ich könnte jetzt auch einfach direkt aufhören. Wäre schon fertig. Der Duft ist eigentlich jetzt schön wahrnehmbar. Verteilt sich eigentlich im Raum tatsächlich ganz gut. Der Max hinter der Kamera nickt, der riecht's auch. Also das riecht man tatsächlich auch in 2-3 Meter Entfernung noch, dass sich das gut verteilt. Der Duft hält natürlich nicht den ganzen Tag an. Typisch wasserbasierte Pomade, aber doch schon den halben, dreiviertel Tag. Also ihr habt wirklich lange was davon. Und der Glanz ist jetzt noch relativ gut, obwohl die Haare relativ trocken waren. Wird dann aber auch im Laufe des Tages ein bisschen weniger sozusagen und ein bisschen matter. Und jetzt nehme ich noch einen frischen Don Draper Kamm, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze eben funktioniert, wenn wir jetzt, genau, der Don Draper Kamm,
mit weit feineren Zinken, wie das Ganze eben dann aussieht, wenn ich einen etwas engeren Slickback mache. Und dann sieht man nämlich auch, dass es doch ein bisschen stärker glänzt. Aber wie gesagt, nicht täuschen lassen. Das ist immer das kleine, in Anführungsstrichen, Problem, wenn man Glanz gerne mag mit wasserbasierten Pomaden, dass der Glanz einfach weniger wird. Könnt ihr aber auch damit entgegenwirken, indem ihr einfach von einer ölbasierten Pomade eine ganz kleine Menge nehmt und die noch oben drüber schmiert. Aber ihr bekommt dann, weil die Grundlage wasserbasiert ist, das Ganze trotzdem mit Shampoo relativ gut raus, falls ihr viel Glanz haben wollt. Jetzt würde ich nur das Ganze mal eben ausprobieren als Seitenscheitel, damit ihr seht, dass das Ganze relativ gut funktioniert. Und man merkt eigentlich, die bleibt für eine wasserbasierte doch wirklich gut geschmeidig, lange geschmeidig, obwohl die Haare nicht so nass waren bei mir oder fast trocken waren. Und es klebt trotzdem ganz gut. Also die Haare tun, was sie tun sollen. Und es funktioniert eigentlich wunderbar. Also da kann man echt nicht meckern. Ist nicht umsonst tatsächlich eine der, ja, beliebtesten wasserbasierten Pomaden. Und obwohl sie nur eine wasserbasierte Pomade haben, also tatsächlich nur die Sticky Stuff, haben sie bei dem wirklich ordentlich Arbeit geleistet. Da kann man nicht meckern. Ja, ein bisschen Höhe geht tatsächlich auch. Obwohl es bei meinen Feinhaaren immer ein bisschen problematisch ist, aber es funktioniert wunderbar. Und das Ganze härtet natürlich ein bisschen aus über den Tag, aber im Prinzip wollt ihr ja morgens einfach nur einmal stylen sozusagen, habt dann aber genug Zeit und dann härtet es aus und dann habt ihr auch eure Ruhe. Dann eben zum Eau de Cologne ist im Prinzip der gleiche Stil, nur hier eben in einer wirklich großen 250 Milliliter Flasche. Das ist echt cool, dass ihr auch dann einiges davon habt. Und ihr könnt das eben einfach, wie ich jetzt mache, das Ganze eben als Duft nehmen, als ja, Kölnisch Wasser, Eau de Cologne, oder eben auch als Aftershave. Und dann habt ihr eben gleich die Duftkombi und das ist für den Sommer eigentlich wirklich genial. Kann ich nur empfehlen, gerade wenn man eben wasserbasierte mag oder auch im Sommer die ölbasierten gerne mal wegschmelzen, ist so eine wasserbasierte eben eigentlich top, dass man auch durch die ganz warmen Tage kommt. Und da ist die Coalione eben gerade für den Sommer mit dem Duft wirklich herrlich. Das war's zu Coalione und dem Eau de Cologne von Coalione. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Duftwassern, die wir haben, also zu Aftershaves und Eau de Colognes, zu der Coalione, zu anderen wasserbasierten Pomaden oder Pomaden im Allgemeinen, zu Hairstyles, ruft uns gerne an, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns über WhatsApp, schreibt uns über Instagram, Mail. Wir sind eigentlich über alle Kanäle erreichbar, jederzeit für euch da. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr noch ein Like gebt und das Video teilt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!